For English subtitles, press the subtitles button. Ja, Mann. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Guckt mal, was ich hier oberhübsches habe. Ein Schuppentier, Englisch Pangolin sagt man. Die sind im Moment relativ, ich sage jetzt mal populär, leider, weil sie in Asien für die Schuppen, die Schuppen werden da wohl gegessen oder irgendwas als Medizin oder weiß der Herrgott was. Deswegen haben die weltweit gerade echt ein Problem, diese Schuppentiere. Aber sowas Hübsches, Cooles, Spannendes habe ich jetzt auch zum ersten Mal auf meiner Hand. Ist heute mein Intro-Tierchen für euch. Dann willkommen zur neuen Folge mit meinem hübschen Pangolin. Und schaut in die neue Folge rein. Ich bin jetzt hier auf einer Insel im Viktoriasee. Ist ja interessant, der Viktoriasee ist, der ist riesig groß. Der ist ungefähr ein Drittel vom Mittelmeer groß. Und da sind wir jetzt auf so eine Insel gefahren und hier haben sie so eine Schimpansenstation, wo sie von Ostafrika, wenn da irgendwelche Schimpansen nicht mehr gewollt werden, also in der Regel sind es irgendwelche Haustiere mehr oder weniger, die sich irgendjemand angeschafft haben, dann will er sie irgendwann nicht mehr. Und die nehmen die hier auf und geben denen ein Zuhause. Ist auch wirklich toll, riesige Waldfläche, wo die sich den ganzen Tag frei bewegen können. Ihr seht es hinter mir. Und da wollte ich euch heute einen kleinen Film drüber machen. How many you said you have here? We have 53. 53. Yeah. This is alpha male. Female? The alpha male, the one in the middle. Yes. Yeah, is the president. The boss, yeah? Yeah, is the boss. The one who leave the hand. No, behind. Right side there, yeah. Also der. Okay. This is a male, yeah? Yeah. The boss. Okay. So if they lift why they raise the hand to? If they do like this, they know they get some food or what? Yeah. No. Let me take something, yeah? Okay, nice. Also hier habt ihr mal einen Überblick über die ganzen Tiere. Den Zaun, den wir hier sehen, der ist nur auf dieser Seite von der Insel. Das ist abgesperrt, weil unten die Leute sind und sind natürlich mehr oder weniger wilde Tiere. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass die Menschen, die da unten sind, nicht in Berührung mit den Tieren mehr oder weniger kommen. Deswegen auf dieser Seite der Insel ist der Zaun und nach hinten, also der Rest der Insel, können sie frei sich bewegen den ganzen Tag. Und kommen oder jetzt halt auch alle hierher, weil sie wissen, also 4-mal am Tag ist hier die Fütterungszeit. Da kommen sie alle her, weil sie wissen, da gibt es was zum Fressen. Also hinter dem Grauen, der Chef von allen. The small one over there is what age? 3, huh? Just 3 years. 3 years. Yes. Der eine Wärter hat hier gerade noch relativ interessant erzählt. Also die machen einmal im Jahr Blutcheck und entsprechend dem Blutcheck passen die auch die Ernährung an. Also die kriegen theoretisch einmal die Woche Eier und die, wo aber im Blutcheck zum Beispiel hohen Cholesterinwert haben oder so, die kriegen dann keine Eier mehr. Oder zum Beispiel haben sie früher immer Wassermelone gegeben und die Tierärzte haben gemeint, nee, Wassermelone sollen sie weglassen. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht so Blutzuckerspiegel oder sowas. Ne? Und jetzt gibt es keine Wassermelone mehr.
ja, zu viel Zucker vermutlich. Ne? Aber so wollen die halt sicherstellen, dass die Tiere wirklich bestmöglich gesund sind und ernährt sind. Was auch noch interessant war, also die wollen hier nicht züchten damit. Die Weibchen kriegen alle Hormone gespritzt, also sowas wie Antibabypille gespritzt, dass sie sich nicht vermehren. Witzigerweise passiert es doch ab und zu, also jetzt gerade gibt es auch wieder Babys, die werden wir uns gleich noch anschauen. Also ihr seht, das Ganze hat sich jetzt wenig beruhigt. Alle haben ein bisschen was zu essen. Und so langsam gehen sie, glaube ich, zurück in den Wald. Gell? Kommt nochmal einer, der hat wieder Nachschlag. Guck mal, hier habt ihr noch kurzer Einblick in die wie sagt man dazu, Speisekammer. Genau, Speisekammer habe ich gesucht. Ja, sieht gut aus, alles frisch und lecker. Also hier hinter mir ist die Tafel, wo alle Tiere draufstehen. Das ist auch relativ interessant, aber nicht relativ, ich finde es sehr interessant, weil von allen Tieren auch draufsteht, wo sie herkommen. Ne? Ich zeige euch gerade mal einen, der wurde in Europa beschlagnahmt, von irgendwelchen Zirkussen und kam wieder hierher zurück. This one. Also für die, wo wollen, die können ja den Film kurz anhalten und hier mal lesen. Interessanter Text, ne? Wenn ich es hier vorlese, ist wahrscheinlich zu lange. Aber interessante Story. Hier nochmal zweite Story. Which one? Sunday. The tallest guy we have here. The tallest? Yeah. Ja, also Sunday sogar der größte. Trotz seinem Europa-Aufenthalt oder vielleicht gerade deswegen. And like the one you say confiscated in Europe, it came back to Uganda because it originated from here. Yeah, that's why they bring it back here. Okay, nice. Um auch die Reptilienfans happy zu machen. Ein Nilwaran. Also Leute, guck, jetzt haben wir doch gleich wegen Reptil TV. Bin ich nur mal gespannt, ob der, wenn ich näher komme, haut er ins Wasser ab oder haut er aufs Land ab. Ja, ich hätte vermutet, dass er übers Land wegrennt. Also, für alle, die sagen, hey, ist doch Reptil TV, tatsächlich, er haut übers Wasser ab. Eine Folge Nile Monitor. Im Wasser kann er nicht so schnell weg. Gucken, wie schnell ich hin kann. Dann haben wir jetzt zumindest auch mal die Nilwarane in ihrem natürlichen Lebensraum gesehen. Mal gucken, die Vögel, die hauen ab. Obwohl sie ja mal mindestens gleich groß sind, aber wir wollen mit dem Kollegen hier nichts zu tun haben. Noch ein bisschen was für die Vogelfreunde unter uns, unter euch. Hier diese Webervögel, ne? Ja, richtig hübsche Kameraden. Ich wusste gar nicht, dass die so schön sind, so schön bunt. Ganz schöner Krach hier von den Kollegen. Also hier ist der Nachwuchs. Ein kleines oder da oben. Natürlich hübsch, gell? Echt. Cinderella. Und sie hier die Mama. So to bring her back in the group with the babies is difficult? No, it's not difficult because this one is
among them, the group, big group. Okay. Yeah. And also during the night they sleep together. Ah, okay. Even stay together in the night. Okay. Also wäre nicht schwierig. Die war schon in der Gruppe. And then the other ones accept the baby also. Of course, yeah. Yeah, no problem, yeah? After 1 year we are going to start integrating Okay. them as well. Hey, you tease him. Also ein schönes Abschlussbild hier. Mama mit ihrem Baby. Da kommt da wieder der Kleine. Ihr werdet euch wahrscheinlich, oder ein paar werden sich fragen, Stefan, ich denke das heißt Reptil TV. Was sollen denn die Affen hier? Die Community weiß, dass ich ab und zu auch mal ein bisschen andere Sachen filme, so schön Reptilien sind, aber Tiere insgesamt sind faszinierend. Affen, ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, waren schon immer mein absolutes Traumtier als Kind. Ich wollte immer einen Affe haben, will ich jetzt natürlich nimmer, oder ich denke, die gehören in Freiheit oder allenfalls in so ein großes Gehege, wie man hier gesehen hat. Aber am besten natürlich in die Natur, in die Freiheit, wobei eben die Lebensräume leider nicht größer werden, sondern kleiner. Ja, aber deswegen umso interessanter zum Filmen oder zu sehen oder auch denen so nahe zu kommen wie jetzt hier. Ne, wenn ich jetzt meine Hand hier hinterhalte, dann könnten die mich anfassen. Ich nehme an, die wollen das hier wahrscheinlich nicht, oder ich mache das jetzt auch einfach nicht, weil vielleicht aus hygienischen Gründen. Ja, ich fand es spannend und schön hier. Jetzt geht es zurück im Boot. Gleich wegen der einzige Wermutstropfen, weil dieser Viktoriasee heute so aufgewühlt ist und so wellig ist, dass die Bootsfahrt echt ein Horror war. Normal 3/4 Stunde, jetzt heute haben wir ein wenig länger gebraucht. Und das Boot, es gibt dann so Schläge auf den Wellen, also man sitzt da drin und denkt, man wird eine Stunde lang, sitzt man im Schlagzeug, wo es nur knallt und macht und rumst und der ganze Körper vibriert. Also das war echt ein Kack, aber naja, muss man durch. Ansonsten Daumen hoch, wenn ihr auch mal Affen sehen wollt, wenn es euch gefallen hat, Kanal abonnieren und ansonsten checkt die Schimpansis.